Hallo und herzlich willkommen bei Podologie und mehr. Ich bin Andrea und heute geht es um Nagelfalz-Tamponaden. In der Podologie werden Tamponaden sehr oft benötigt. Man braucht sie zum Beispiel, um im Nagelfalz Platz zu schaffen, damit dass man die Spangen einhängen kann, oder als Schutz, damit dass der Nagel nicht in den Nagelfalz drückt. Es gibt verschiedenste Arten von Tamponaden. Ich verwende am liebsten die normale Fließtamponade. Das ist so ein kleines Röllchen. Und das Copoline nennt man das auch. Das ist so ein gewebtes Wattebändchen. Wenn man es so zieht, kann man es nicht reißen, dann wird es immer dünner, man sieht es. Aber wenn man es so auseinanderzieht, dann ist es ganz ein faseriges Material. Ist aus Baumwolle. Man schneidet sich so kleine Stückchen zurecht und die schiebt man dann in den Nagelfalz rein. Dann gibt es noch das Ligasano. Ligasano ist eigentlich aus der Therapie für Verbrennungsopfer, weil nämlich durch dieses Ligasano das Wundsekret austreten kann, aber dennoch ein Schutz gegeben ist. Das Praktische bei Ligasano ist, dass man das also stückchenweise abschneiden kann und sterilisieren kann selbst in der Praxis. Das heißt, man muss es nicht vom Hersteller sterilisiert kaufen, man schneidet sich einfach die Stückchen zurecht und sterilisiert es selbst, so wie man die Instrumente in der Podologie aufbereitet. So, dann gibt es noch eine Form der Tamponade, das sind diese Sulci-Protektoren, nennt sich die. Habe ich hier ein hübsches Bild. Die verwende ich eigentlich nicht. Sie sind mir einfach zu sperrig und ja. Ich finde es einfach nicht gut. Ich habe viel lieber meine Fließtamponaden, die bringe ich schöner in den Nagelfalz rein. So, wie das jetzt geht, zeige ich euch jetzt gleich. Zum Einlegen der Tamponade kann man zwei Instrumente verwenden. Einmal so ein Spatelinstrument. Das hat auf zwei Seiten so ein Spatel dran. Oder einmal das normale Doppelinstrument. Mit dem kommt man auch sehr schön in den Nagelfalz. Hier mein hübscher Übungszeh hat noch die Spange oben, die wir geklebt haben vor einigen Videos, ist schon eine Zeit lang her. Und genau wenn man solche Spangen setzt, dann kann man hier die Seite schön mit einer Tamponade versorgen. Ich habe hier so ein kleines Stückchen abgeschnitten. Das ist, so sieht man das. Dann legt man das einfach hier drauf und schiebt es hier unter den Nagelfalz rein und versucht, dass man das Ganze schön drunter kriegt, damit das der Nagel nicht in den Nagelfalz drückt. So, jetzt ist das Ganze drin. Und man sieht es auch von außen kaum. Man kann jetzt die andere Seite, wenn es dann bleiben wird, die andere Seite. Beim Doppelinstrument finde ich als Vorteil, dass es leicht gebogen ist und sich somit besser dem Nagel anpasst und man es so besser reinschieben kann. Das ist ziemlich fest mein Übungszeh. Normalerweise ist das Gewebe neben dem Nagel etwas weicher, aber mein Übungszeh ist hartnäckig heute mal. So, somit ist die Tamponade auch drinnen und hier der Nagelfalz ist schön geschützt. Wie oft wechselt man jetzt die Tamponade? Es kommt drauf an. Wenn hier am Nagelfalz Entzündungen sind, Rötungen, wildes Fleisch oder sonstige nicht normale Sachen hier im Nagelfalz, sollte man die Tamponade, wenn es jetzt diese Fließtamponade ist, täglich wechseln. Am besten wäre es natürlich zweimal täglich, einmal morgens, einmal abends. Das muss halt dann der Patient selbst machen zu Hause. Man kann den Patient anleiten, dass er das selber macht. Ist jetzt das Ligasano drinnen, dann soll man das spätestens jeden zweiten Tag wechseln, weil eben das Wundsekret, die Poren, die man hier so schön sieht, das Wundsekret kann das verstopfen
und dann ist einfach dieser Abfluss nicht mehr gegeben. Ja, ich verwende meistens, wie gesagt, diese Fließtamponade. Hier, die hier, genau. In so kleine Stückchen, habe ich eben gezeigt. Bei eingewachsenen Nägeln, die hier im Nagelfalz noch nicht so entzündet sind, also wo es gerade eben zum Drücken anfängt, dann sind diese Fließtamponaden praktisch. Man legt die ein, hat einen Schutz, wie so ein kleines Polsterchen. Und wenn jetzt noch nichts entzündet ist, kann man die Tamponaden locker eine Woche oder 2 Wochen drin lassen. Die Tamponaden verschmutzen auch nicht, weil nämlich der Nagelfalz ja hier oben durch den Nagelwall zugedeckt ist. Und wenn man jetzt nicht gerade am Strand ist oder irgendwie mit der Bürste dran geht, passiert da eigentlich auch nichts. Bei einem Nagel, der schon wildes Fleisch hier an der Seite hängen hat, so richtig diese großen, wulstigen Ausbuchtungen, habe ich hier auch noch mal ein schönes Foto für euch. Dann kann man diese Tamponade, entweder die Fließtamponade oder das Ligasano nehmen. Ich nehme, wie gesagt, am liebsten das Fließtamponade, mache das schön rein und zwar nicht kein kleines Stückchen, sondern man nimmt das Stückchen doppelt so groß. Moment, wo ist das andere? Das ist die normale Größe. Das ist die normale Größe. Und dann nimmt man eins, das ist doppelt so groß. Wenn es mir nicht immer runterfallen wird. So, das ist doppelt so groß und man knickt es in der Mitte um. Damit hat man das Ganze doppellagig, also einen doppelten Schutz. Jetzt fällt mir das schon wieder runter. Und damit kriegt man das wilde Fleisch auch vom Nagel weg. Diese Tamponaden bei wildem Fleisch muss man wirklich 2-mal täglich wechseln. Warum? Weil das wilde Fleisch sehr viel Sekret absondert, also sehr viel Flüssigkeit, und die Tamponaden würden dann an dieser Flüssigkeit festkleben, wenn man die nicht regelmäßig wechseln tut. Natürlich vor jedem Wechsel soll man den Zeh mit Wunddesinfektionsmittel einsprühen, damit die Tamponaden auch wieder besser rausgehen. Bei einem eingewachsenen Nagel, wo man jetzt die Nagelecke entfernt hat, das Ganze leicht gerötet ist, kann man auch eine einfache Tamponade nehmen und die reinmachen in den Nagelfalz, damit der vorhanden bleibt und es nicht mehr so zum Einwachsen kommt. Ich nehme die Tamponaden auch sehr gerne, wenn jetzt da Hühneraugen im Nagelfalz drinnen sind. Die Hühneraugen im Nagelfalz sind sehr biestige Dinge, weil sie sehr klein sind und meistens direkt unter der Kante des Nagels liegen. Und ja, das ist oft Pulen auf 2 mm, manchmal nur 1 mm. Und wenn man dann das ganze Hühnerauge rausgepult hat, dann kann man den Nagelfalz mit der Tamponade schön schützen, weil ein Hühnerauge entsteht ja durch Druck. Und wenn ich eben durch die Tamponade eben diesen Druck nehme, dann kommt dieses Hühnerauge nicht mehr so schnell oder es bleibt sogar ganz weg. Also Tamponaden finde ich eine tolle Sache. Wie gesagt, man kann die auch selber sterilisieren zu Hause, die Ligasano und die Fließtamponaden. Ich sterilisiere mir die auch. Da mache ich meistens so kleine Schnipselchen und tue die einzeln oder zu zweit sterilisieren, damit dass man in den Nagelfalz, der entzündet ist und dick und rot ist, dass man da keine zusätzlichen Bakterien reinbringt. In der Infobox unten habe ich wie immer die ganzen Links für die Produkte drinnen, die könnt ihr dort angucken. Habt ihr noch Anregungen, wie man Tamponaden benutzen kann oder welche Tamponaden benutzt ihr in der Praxis? Einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Hat euch das Video gefallen? Natürlich Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eure Andrea. Tschüss.